Wir sind Valeria und Lukas und zusammen mit unserem kleinen Offroad-Camper reisen wir um die Welt. Seit Oktober 2021 sind wir unterwegs auf einem Open-End-Trip Richtung Osten. In dieser Episode erkunden wir die atemberaubend schöne Svaneti-Region. Wir besuchen Mestia, unternehmen eine kleine Offroad-Tour zu Bergseen und fahren nach Uskoli, Georgiens wohl berühmtestes Bergdorf. Wir sind hier in der Nähe von Mazari. Wir haben hier gestern auf einem Feld übernachtet. Hinter mir sieht man schon die schönen Berge hier in der Gegend. Ich glaube, das da hinten ist der Ushba. Das ist einer von den höchsten Bergen Georgiens. Ich glaube, der ist um die 4700 Meter hoch. Wir werden jetzt so langsam zusammenpacken und da hinten ein bisschen ins Tal hineinfahren. Da hinten gibt es ganz einen schönen Wasserfall. Und da gehen wir vielleicht ein bisschen spazieren und ein bisschen wandern. Und später wollen wir dann vielleicht auch noch Richtung Mestia fahren, denn das Wetter ist heute richtig schön und da möchten wir noch so viel wie möglich sehen. Das rund 2000 Einwohner starke Mestia ist der Hauptort der schönen Svaneti-Region und zählt mit seinen alten Turmhäusern, den wunderbaren Wander- und Wintersportmöglichkeiten und dem sagenhaften Bergpanorama zu den bekanntesten und beliebtesten Destinationen Georgiens. Wir sind gerade beim Zusammenbacken. Die letzten Tage über waren wir hier in Mestia in einem von diesen kleinen Häuschen da hinten. Hier ist eines, da hinten ist noch eines. Wir haben hier den Aufenthalt wirklich sehr genossen. Die letzten Tage über hat es sehr abgekühlt. Ich glaube, wir hatten letzte Nacht sogar Minusgrade und auf den ganz hohen Bergspitzen oben ist sogar Neuschnee. Wir fahren heute zu ein paar kleinen Bergseen. Da führt eine Offroad-Piste hoch. Jetzt müssen wir mal schauen, in welchem Zustand die ist, denn vor ein paar Tagen hat es sehr heftig geregnet. Aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir da hochkommen und wir freuen uns sehr auf diesen Tag, denn die Aussicht ist einfach grandios.
Wir sind hier an diesen kleinen Bergseen oberhalb von Mestia. Die Aussicht hier ist einfach nur grandios. Wir hatten einen richtig schönen Sonnenuntergang, einen richtig schönen Sonnenaufgang. Die Nacht war zwar sehr kalt, aber im Camper ist das kein Problem mit der Standheizung. Die Wanderer hier, die auch hier bei den Seen übernachten und im Zelt schlafen, die haben es da schon sehr kälter. Wir werden jetzt so langsam zusammenpacken und uns auf den Weg wieder zurück nach Mestia machen. Dort werden wir nochmal richtig auftanken, denn die nächsten Tage soll das Wetter sehr gut sein. Deswegen dieses Zeitfenster möchten wir nutzen und nach Uskuli aufbrechen. Uskuli steht schon sehr lange auf unserer Wunschliste. Und wir sind schon sehr gespannt, denn die Strecke von Mestia nach Uskuli und von Uskuli zurück über den Pass soll eine von den schönsten Strecken in Georgien sein. Das bezaubernde Uskuli ist wohl das berühmteste Bergdorf Georgiens. Mit seinen vielen Wehrtürmen, den alten Gassen und dem atemberaubenden Bergpanorama zählt es heute zu den absoluten Must-Sees Georgiens. Der alte Dorfkern und die rund 20 Wehrtürme stammen aus dem Mittelalter und gehören seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zu Füßen des mächtigen Mount Gara mit 5193 Metern Georgiens höchsten Berg und selbst auf rund 2100 Metern gelegen, zählt Uskuli zu den höchstgelegenen permanent bewohnten Siedlungen der Welt. Hier in Uskuli. Letzte Nacht haben wir an diesem traumhaften Stellplatz hier verbracht, mit Wahnsinnsblick hinten auf den Skara Berg und Gletscher. Der Skara ist Georgiens höchster Berg, der ist über 5000 Meter hoch. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen und zwar da hinten ein bisschen ins Tal reinfahren und dann vielleicht noch ein Stückchen wandern, denn da kommt man relativ nahe an den Gletscher heran und das schauen wir uns jetzt mal an.
Der Skara-Gletscher gehört zu den größten Gletschern Georgiens und zählt dank seiner einfachen Erreichbarkeit zu den beliebtesten Wanderzielen in Uskuli. Wir haben hier letzte Nacht einfach im großen Flusstal vor dem Gletscher übernachtet. Es war eine sehr ruhige Nacht, aber auch eine sehr kalte Nacht. Man merkt jetzt schon langsam, dass sich der Sommer verabschiedet und sich der Herbst ankündigt. Wir werden heute Uskuli verlassen. Wir haben hier die Zeit wirklich sehr genossen. Wir hatten Traumwetter, Traumaussichten. Also Uskuli ist ist für alle Reisenden zu empfehlen. Wir werden heute die Tour über den Zakarpast Richtung Lendeki fahren, oder ein Stückchen zumindest davon. Wir möchten einfach das gute Wetter heute und morgen noch ein bisschen ausnutzen, denn danach soll eine Regenfront kommen und das Wetter soll wieder ein bisschen schlechter werden. Wir packen jetzt gleich unsere Sachen zusammen und machen uns auf den Weg. Wir sind jetzt bei Lendeki angekommen oder in der Nähe von Lendeki. Die Fahrt über den Zakarpass war ganz schön. Jetzt im Sommer ist die Strecke von Mestia nach Uskuli über den Zakarpass nach Lendeki überhaupt kein Problem. Also Allrad ist nicht erforderlich, hohe Bodenfreiheit ist von Vorteil, aber ja, also die Strecke ist überhaupt nicht problematisch. Am Anfang vom Sommer oder im Winter oder nach starken Regenfällen oder nach Erdrutschen kann die Sache natürlich ganz anders ausschauen, weil die Strecke einfach es passiert doch sehr oft, dass es Erdrutsche gibt. Deswegen die beste Reisezeit für diese Strecke ist sicherlich der Hochsommer, so wie jetzt im August oder im September. Und ja, das Gebiet rund um Uskuli ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, sehr sehenswert. Wer sich nicht sicher ist, ob er die Strecke fahren kann oder nicht, kann ja mal von Mestia nach Uskuli fahren. Die Strecke wird zurzeit auch ausgebaut und sie planen, dass sie nächstes Jahr im Frühling komplett betoniert ist, also für jedes Fahrzeug befahrbar ist, wobei sie auch jetzt schon für jedes Fahrzeug befahrbar ist. Deswegen, wer sich nicht sicher ist, kann mal die Strecke probieren. Wer dann noch ein bisschen weiterfahren möchte, kann von Uskuli auf den Pass hochfahren, das ist auch überhaupt kein Problem. Und wer dann noch weiterfahren möchte, kann vom Pass dann auch nach Lendeki fahren. Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.